Welche Klassen kannst du für Free-to-Play-Spieler auf dem FEC empfehlen, außer Elle? Spiele einfach, worauf du Lust hast. Im Late-Game sind alle schweineteuer. Spiel einfach, worauf du Lust hast. Und HNR Elementor ist mit Abstand die günstigste Klasse im Low-Level. Das wäre die einzige Klasse, wo du irgendwie einen Vorteil hättest, weil du kein Equipment brauchst. Der zweitgünstigste ist Hit and Run Ranger. Und danach sind eigentlich alle ungefähr gleich teuer. Im Low-Level. Und wie gesagt, im High-Level sind eigentlich alle ziemlich teuer. Beim High-Level brauchen alle Ultimate-Schmuck und der kostet für alle gleich. Set-Upgrades, 7% Karten, ATK-Rune, Orikalkum, Ultimate-Umwandlung. Ist alles gleich. Welche Waffen wirklich günstiger sind, sind Hernes-Waffen. Hernes-Waffen sind eigentlich die einzigen High-Level-Items, wo es wirklich massive Unterschiede gibt. Weil selbst Lusakas Crystal, ich meine, es gibt überall Unterschiede. Aber Hernes-Waffen für Jester, für Knight sind wirklich günstig. Wenn du jetzt Lusaka Crystal in Char ausrüsten willst oder mit Anku. Gibt es natürlich auch preisliche Unterschiede, aber da gibt es nichts, was günstig ist. Also günstig ist da einfach falsch. Und abgesehen davon, wenn du wirklich im High-Level ankommst, dann willst du ja wahrscheinlich auch wirklich eine Klasse spielen, die dir Spaß macht oder die du cool findest. Und nicht eine, die du nur gewählt hast, weil sie angeblich günstiger ist. Und außerdem weiß man das gar nicht sicher, weil wir kennen ja die Preise nicht. Noch nicht. Durch die Third Job Changes wird sich vieles ändern. Das kann keiner vorhersagen. Na? Deswegen würde ich einfach von Anfang an das auswählen, was du wirklich spielen willst. Und wie gesagt, wenn dein Ziel perfektes Equipment ist oder extrem gutes Equipment und High Level, dann gibt es nichts, was wirklich günstig ist. Oder wir wissen es auf jeden Fall auch noch nicht sicher, wer am günstigsten sein wird. Weil dass das genauso ist wie die letzten Jahre, ist eher unwahrscheinlich. Und ich sage mal so, also ich habe letztes Jahr zum Beispiel gesagt, das war halt bis letztes Jahr so. Ob das jetzt immer noch so sein wird, ist die Frage. Letztes Jahr habe ich gesagt, wenn man einfach nur eine günstige Klasse ins Late-Game bringen will, mit der man sich dann wiederum eine teurere Klasse finanzieren kann oder würde, dann wäre es Jester. Aber das war halt bis letztes Jahr gültig, weil er bis letztes Jahr definitiv seit Jahren, mehrere Jahre in a row, der günstigste war und dafür trotzdem einen soliden Damage gemacht hat. Also er war zwar der zweitschlechteste, oder Jester an sich ist zwar bis 165 so der zweitschlechteste Damage-Dealer, aber nicht der schlechteste und zeitgleich aber auch einer der günstigsten. Wie gesagt, vor allem auf Hernes-Waffen bezogen. Bei den anderen Waffen kommt es immer ein bisschen drauf an. Aber ziemlich solider Schaden, mit eins der günstigsten Equipments, vor allem mit Hernes-Waffen. Und Hernes-Waffen waren fürs Dungeon-Farmen, für Wilds ziemlich relevant, weil da Waterbomb-Waffen grundsätzlich schon immer gut angenommen werden. Also hast du auch nicht zwingend Lusaka Crystal gebraucht, um akzeptiert zu werden in einer Gruppe. Und dafür war es schon ganz cool. Allerdings, wie gesagt, denke ich halt schon, dass es eher nicht so klug ist, eine Klasse zu spielen, die dir überhaupt keinen Spaß macht, nur wegen etwas günstiger oder könnte am günstigsten sein. Und dann willst du da 500 Stunden spielen, obwohl dir die Klasse überhaupt keinen Spaß macht, obwohl du die Klasse überhaupt nicht magst. Weiß ich jetzt nicht, ob das so eine gute Idee ist. Würde ich schon stark von abraten, ehrlich gesagt. Ich denke, die meisten Leute hätten da dann keine Motivation, langfristig zu spielen. Und würden dann niemals diesen Punkt erreichen, wo du dann diese Klasse sozusagen als Sprungbrett für deine eigentliche Main-Klasse benutzt. Also wenn du zum Beispiel erst einen Jester machen würdest, und um dir damit dann einen Blade zu finanzieren, du farmst dann den ganzen Tag Wilds, ja. Du brauchst nur ein Hernes-Jojo, 150er Set, ist beides günstiger als für viele andere Klassen, wäre so das Argument, oder so war das Argument, wie gesagt, wie dieses Jahr es wird, kann man noch nicht sagen. Aber all das musst du erstmal erreichen und dann hunderte Runs mit einem Jester machen, bis du dir dann irgendwann den Blade finanzierst. Und den musst du dann auch noch hochleveln. Also da bist du dann halt wahrscheinlich bei über 1000 Spielstunden, bis du dann mit dem Blade im Endgame angekommen bist und mal halbwegs gutes Equipment hast.
damit du mit dem Blade farmen kannst. Und ich meine, ganz ehrlich, da kannst du auch einfach von Anfang an Blade spielen. Das ist wahrscheinlich das gleiche Zeitinvestment. Du hast dann zwar keine 2 Chars ausgerüstet, also in dem Beispiel vom Jester hast du dann wahrscheinlich mit dem gleichen Zeitaufwand oder mit einem ähnlichen Zeitaufwand hast du dann wahrscheinlich 2 Chars ausgerüstet. Aber der andere Char wäre dann halt ein Jester, eine Klasse, die du wahrscheinlich nie wieder anrühren wirst, nie wieder spielen wirst. Also ist da die Frage, wie viel das dann bringt. Was hast du dann davon wirklich? Hättest du dann nicht einfach mehr Spaß gehabt, von Anfang an ein Blade zu spielen? Mit dem wärst du dann vielleicht länger auf Bloody Equipment hängen geblieben. Aber dafür hättest du halt von Anfang an die Klasse gespielt, die du wirklich spielen willst. Und Blade mit Bloody macht halt traurigerweise genauso viel Schaden wie Jester mit Hernes. Also hast du da jetzt auch nicht wirklich einen Nachteil. Muss man ganz klar sagen. Also Blade mit Bloody-Waffen und Fett Power-Ups steht den meisten anderen Klassen mit Hernes-Waffen in nicht viel oder gar nichts nach. Muss man halt auch sagen. Also sollte man sich immer vor Augen halten, auch wie viel Zeit man dann wirklich auch mit einer Klasse verbringt, wie gesagt, auf die man eigentlich überhaupt keine Lust hat. Wenn man diese, in Anführungszeichen, Sprungbrett-Taktik benutzen möchte, erst eine günstigere, unbeliebtere Klasse spielen, um sich damit die teurere, beliebtere zu finanzieren. Also kann man machen, aber wirklich empfehlen würde ich es nicht. Spielspaß ist da halt dann eher Fehlanzeige. Und das ist ja der eigentliche Grund, warum du überhaupt spielst. Also kannst du auch mit Blade und Bloody-Waffen bereits laufen? Ja. Naja, wenn das Hernes Jojo Ulti plus 5 ist, etc., dann wird der Jester schon eher mehr Schaden machen. Aber die Kosten sind natürlich auch ein bisschen anders dann. Sobald du anfängst, das Hernes Jojo wirklich zu upgraden, kostet es auch schon deutlich mehr als Bloody-Waffen für einen Blade. Ist ja nur das Cleane. Das ist ja das, was ich davor gesagt habe. Hernes-Waffen für manche Klassen sind schon günstig. Aber die werden ja eigentlich auch erst gut, wenn du Lebensentzug drauf hast, wenn sie Ultimate sind, eventuell Bonus-Rolls. Und dann sind sie eigentlich nicht mehr wirklich günstig. Das ist ja das, was ich davor gesagt habe. Ultimate-Umwandlung, Ultimate-Upgrade, Orikalkum, 7% Karten. Also es ist ja nur das cleane Equipment. Das ist der einzige Unterschied. Alles andere kostet für alle gleich viel. Und klar ist der Unterschied zwischen dem teuersten und dem günstigsten, der ist schon recht hoch. Aber zwischen den meisten Klassen sind die Unterschiede dann jetzt nicht so gravierend. Natürlich, wenn du sagst, clean 10.000 F-Coin mehr oder weniger, das ist schon viel Geld. Aber wie gesagt, wenn das Ziel Endgame-Equipment ist, also wirklich richtig gutes Equipment, Ulti plus 5 und höher Waffen, Ulti plus 5 und höher Schmuck, da kommst du in Beträge rein, da verpuffen diese cleanen Waffenkosten und so, das verpufft einfach, weil das dann im Verhältnis einfach nichts mehr ist. Weil das Equipment-Upgraden so teuer ist, dass das dann keine so gewaltigen Unterschiede mehr macht. Also würde ich jetzt... Also wenn du jetzt natürlich das Extremste nimmst, du vergleichst Blade mit Jester, letztes Jahr zum Beispiel, klar sind dann die Unterschiede extrem. Aber wenn du jetzt Blade mit, keine Ahnung, Ranger vergleichst, ist es schon nicht mehr so extrem. Also was extrem ist, ist der Schadensunterschied. Aber die Kosten fürs Equipment, im Endeffekt ist der Blade bei den Waffen doppelt so teuer, alles andere ist wahrscheinlich gleich teuer. Und dann hast du halt einfach nur den Nachteil, du musst 2 Waffen kaufen. Und dann hast du aber auch wieder den Vorteil, du bist aber auch der Stärkste im Spiel, mit Abstand. Also ist das nicht wirklich ein Nachteil. Du musst mehr ausgeben, aber kriegst ja auch mehr Damage dafür. Ranger muss mehr ausgeben, kriegt aber nicht mehr Damage dafür. Also Ranger muss mehr ausgeben als Jester, macht aber weniger Schaden. Also irgendwo hält sich das schon alles ein bisschen die Waage. Spätestens dann, wenn es ums Upgraden geht. Ultimate plus 5, Ultimate plus 10. Da ist dann alles gleich teuer. Und die Hoffnung ist ja auf dem FEC, wenn die Droprate wirklich so gut ist, dass die Waffen dann auch gar nicht mehr so ultra viel kosten. Vielleicht. Hoffentlich. Also Behemoth-Waffen, Anko-Waffen. Werden ja hoffentlich nicht so teuer sein. Oder langfristig günstiger sein.